Herzlich willkommen. Wir sind hier beim Bonatzbau im historischen Empfangsgebäude neben Stuttgart 21. Wir haben in den letzten Wochen einiges getan und das wollen wir euch heute einmal zeigen. Wir befinden uns jetzt in der Kopfbahnsteighalle. Das ist der Bereich oberhalb der Decke vom Bahnhof. Hier werden nachher die Leute auf die Decke vom Bahnhof laufen können oder über diese Ebene geht es dann auch runter über Treppen in dieses Erdgeschoss, wo es dann zu den Gleisen geht, beziehungsweise die Verteilerplatten, wo es dann runter zu den Gleisen geht. Hier in dem Bereich ist der Rohbau jetzt vorangekommen, die letzte Betonage ist abgeschlossen, die Raumgerüste wurden abgebaut, sodass wir jetzt schon mal einen guten Blick haben, wie später denn das Raumgefühl sein wird. In dem Bereich werden später viele hunderte Fahrgäste unterwegs sein, deswegen kann man sich vorstellen, es ist in so einer großen Halle, die ist knapp 180 Meter lang, wird es relativ laut sein. Und damit das eben nicht zu laut ist, damit es nicht zu sehr halt, werden die Wände mit einer Akustikdämmung ausgekleidet, sodass wir eben da den Schallschutz gewährleisten können. Wir befinden uns gerade im Hotelbereich. Und hier ist, nachdem der Rohbau fertiggestellt worden ist, der Dachdecker hat losgelegt, hat das Dach abgedichtet. Die Fassade vom Fassadenbauer wurde erstellt, ist in vielen Teilen schon weit vorangeschritten und auch die technischen Gewerke haben jetzt hier mit dem Ausbau schon begonnen. Wir haben im Hotelbereich zwei verschiedene Fassadentypen. Die erste ist die Pfosten-Riegelfassade, die wir hier oben in den oberen beiden geschossen haben. Die andere ist die Holzfensterfassade, die wir in Ebene 2 haben. Das orientiert sich an dem historischen Bestand. Die PR-Fassade, die wir jetzt hier oben sehen, deren Name kommt von der Konstruktion her. Wir haben den Pfosten und wir haben die Riegel. Werden wir insgesamt knapp 500 Meter verbauen, Höhe knapp etwa 6 Meter. Die Holzfenster sind insgesamt auf knapp 120 Meter, wie gesagt im Bereich der historischen Außenwand. Und die werden wir dann bald auch dort einbauen. Wir stehen jetzt hier gerade in dem ersten Bereich der Zimmer, die schon weiter fortgeschritten, wo die Fassade fertig ist. Ich befinde mich jetzt gerade im Badezimmer von dem zugehörigen Hotelzimmer. Zu meiner Rechten quasi 2 Schritte weiter wäre ich schon in dem Schlafzimmerbereich und hier vorne stehe ich, wie gesagt, jetzt gerade im Badezimmer. Die nächsten Schritte jetzt hier in dem Bereich sehen wir auch schon zu meiner Linken. Da haben wir den ersten Trockenbau, den wir schon drin haben. Wir haben über mir sehen wir die ersten Verkabelungen, die Trassen, die wir eingebaut haben, Lüftung und auch die Sanitärleitung für die ersten Schritte legen jetzt hier los. Auch in den darunterliegenden Geschossen gehen die Arbeiten fleißig voran. Vom Erdgeschoss bis zum zweiten Obergeschoss wird die Außenwand von innen gedämmt. Wir haben eine denkmalgeschützte Außenfassade, die wir natürlich erhalten werden, wollen trotzdem den Wärmeschutz von heute gerecht werden. Dafür sieht man jetzt hier die verschiedenen Schritte. Wir haben unsere knapp 50 cm dicke Außenwand. Wir haben hier eine Bestandswand, die relativ uneben ist, die im nächsten Schritt einmal ausgeglichen wird, quasi begradigt wird. Und im nächsten Schritt kommt das Dämmmaterial drauf, dass wir eben unser Dämmpaket haben. Und als nächsten Schritt oder als letzten Schritt gibt es hier das Gewebe zusammen mit dem Oberputz, wodurch wir dann unsere letztendliche Wandoberfläche haben. Die wird in dem Fall jetzt noch gestrichen und dann ist das eigentlich schon durch. Hier in dem Bereich haben wir die Wandarbeiten noch ausgespart. Hier warten wir noch auf die Fenster, die jetzt bald kommen. Wie das genau aussieht, dieses Fenster, das können wir uns drüben an dem Musterfenster schon mal anschauen. Hier ist jetzt das Musterfenster, was ich gerade erwähnt hatte. Hier haben wir verschiedene Glastypen ausprobiert, die verschiedene Reflexionsgrade haben. Und da haben wir uns beim Denkmalamt abgestimmt, dass es auch von außen dann eine entsprechende Ästhetik dem nachkommt. Die Aufteilung ist auch nach historischem Vormaß. Hier diese Sprossen von der Aufteilung her orientiert sich, wie gesagt, an dem historischen Bonatzbau. Und von dem Fenster haben wir sowohl in dem Hotelbereich, auch im üblichen Bonatzbau, haben wir eine ganze Menge an Fenstern, insgesamt knapp 500 Fenster, die wir in dieser Art her vom Stil einbauen lassen werden. In den nächsten Wochen und Monaten wird es ja nochmal besonders spannend. Kommen die ersten Fahrtreppen, die Stahltreppen, von denen man beides von der Ebene 0 auf die Ebene 1 gelangt, werden remontiert werden. Im Mittelbau, in dem Bereich zur Arnold-Krieg-Passage, kommen die Holzfenster, die eingebaut werden, und auch die Aufzüge werden montiert. Wie ihr seht, wird es also wirklich spannend. Wenn ihr euch dafür interessiert, lasst es uns gerne wissen.